Machst du mal Radio aus, Sebastian, bitte? Danke. Das ist voll gut. Können wir? Ey, QVCler! Auf gut Deutsch gesagt, ihr müsst mir in die Fresse halten. Ich sag, ihr müsst die Fresse halten. Ja? So, boah, jetzt ist gerade mein Telefon fast runtergefallen. Ready? Einmal Klatschcheck. Ja. Und bitte. So, und bitte. Ja, so liebe Leute, wir haben wieder Mittwoch und ich bin es schuld, dass wir zu spät online gehen, denn dieses Video drehen wir jetzt, also das Video, was wir jetzt drehen, haben wir vor einer halben Stunde gedreht. Ja, nee, das, was ihr jetzt seht, haben wir vor einer halben Stunde gedreht. So sieht's aus, aber ich musste noch ein paar Sachen erledigen und ich musste zum Friseur, wie ihr sehen könnt, ja, frisch geschnitten, weil ich Montag in Portugal bin und dort einen geilen Dreh haben werde. Ich sage euch aber nicht warum und weshalb und was. So, weiter geht's. Also Frag Franz Oktober Teil 3. Ihr seht, ich habe einen Hoodie an, Wetter ist mittlerweile relativ miserabel geworden, aber müssen wir auch mit leben, der Winter ist da. So, Frag Franz vom Daniel, hast du dein Harley-Fahrrad noch? Nein. Weiter geht's. Sollen wir beantworten? Warum der neue Mediengestalter? Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Der YouTube-Channel hatte kaum Abos gemacht. Durch ihn und der deutlich besseren Videoqualität hat die Firma bzw. dein Kanal ein viel größeres Potenzial. Achso, ist auch wegen. Achso, das hat der da runtergeschrieben, der Niklas. Okay, ja, ist richtig. Ihr seht, wir gehen Gott sei Dank wieder in die richtige Richtung. Wir sind vorher leider in die falsche Richtung gegangen. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. So. Servus Simon Ruckzucki 1, wollte fragen, übrigens, mein Name ist Franz, aber die meisten nennen mich Simon, das ist auch völlig in Ordnung so, gar kein Problem. Ihr könnt mich Franz nennen, Simon könnt ihr mich nennen, ihr könnt mich Buddy nennen, ihr könnt mich Bruder nennen, ihr könnt mich nennen, was ihr wollt, was ihr möchtet, also es macht mir nichts aus. Wollte fragen, was ist, ja, zieh ruhig fest, ja, wir müssen noch arbeiten zwischendurch, der Alex zieht gerade Auto am Belastungsprüfstand fest, ja, so. Wollte fragen, was ist beim neuen M5 F90 circa möglich mit einer Stage 1 und ist es bei dem Auto schon ein... Was? Ach so, und ist bei dem Auto schon eine Stage 1.5 möglich? Sprich Vorkatz raus und mit welcher Leistung kann man hier circa rechnen? Ja, ist möglich. Nicht bei jedem F90, aber bei vielen. Von der Leistung her, ja, so mit Stage 1 geben wir so 700 PS an, obwohl die dann ein bisschen mehr machen. Bring das Auto vorbei und dann wirst du sehen. So, HVJ. Problematik bei TFSI-Motor mit Kolbenkipper und Kettenspanner bzw. die Steuerkette. Was kann man machen, um dies vorzubeugen? Ist es sinnvoll, die Ölintervalle zu verkürzen? Sind hier bei Audi auf 30.000 Kilometer vorgeschrieben, auf 15.000 verkürzen, macht weiter so. Ja, ich würde nie ein Auto 30.000 Kilometer fahren mit ein und demselben Öl. Ich würde nach spätestens 15.000 Ölwechsel machen. Ich wechsle eigentlich immer so bei 10.000 Kilometer Ölwechsel. Die Kolbenkipper-Kettenspanner-Geschichte hat so mit dem Öl erstmal nicht viel zu tun. Vorbeugen? Nee, habe ich keine Antwort drauf, sorry. Dann, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen in Deutschland? Erzählen wir doch mal. Das bin ich, das ist der Norman, das ist der Alex, das ist Sebastian, das ist der Bang, das ist die Sarah. Wir haben 6. 6 Mitarbeiter. Habe ich doch gesagt? Natürlich. Da hat der Alex, musste wieder schlau sein, dann haben wir dazwischen geredet. Einer muss es ja sein. So, also weiter geht's. Franz, wäschst du deine Autos per Hand oder Waschanlage? Und Franz, warum hast du einen neuen Kameramann? Ja, weil ich einen neuen Kameramann habe, das solltet ihr eigentlich an mehreren Faktoren sehen. Und ich wasche eigentlich immer per Hand. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht mache, ich mache sehr, sehr ungern von innen sauber. Dann gebe ich ihn meistens weg. Aber waschen tue ich eigentlich nur per Hand, ja, genau. Oder auch nicht, wie man hinter mir erkennen kann. Ich muss den wirklich mal waschen jetzt, glaube ich mal. Vielleicht am Wochenende wird schönes Wetter, dann holen wir McLaren nochmal raus. So. Part-Time Monk. Ich habe einen. Möchtest du mal festmachen? Alex, zieh ruhig fest. Komm, ich warte auf dich. Dim, 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 dim. Das ist bei uns hier live und uncut. Hör mal. So. Alex, darf ich weitermachen? Das ist nett, danke. Das ist nett, danke. So, also Part-Time Monk. Ich habe einen 2017er Ford Mustang GT Cabrio. Ford schreibt für den Wagen nun 5 W20 vor. Wenn man ein anderes nimmt, ist die Garantie im Fall des Falls im Eimer. Ist dieses Öl bei V8 mit 24 PS nicht ein Problem, wenn man auch mal Vollgas gibt oder den Wagen ausfährt? Danke im Voraus für deine Meinung. Sagen wir mal so, ne, Ford wird das schon vorschlagen, wird schon seinen Grund dafür haben, warum die das vorschlagen. Ja, das muss ich so stehen lassen.
Das muss ich so stehen lassen. Genau. Hi Franz, gibt es was Neues zur Optimierung von einem Hyundai i30N? Und wann kann man in der Hinsicht was erwarten? Wäre super, wenn es von den Messungen ein Video gibt. Eventuell sogar mit Testfahrten. Weiter so, Grüße aus Mittelhessen. Ja, also i30N ist möglich, allerdings nicht alle. Ein paar gehen nicht, und bevor wir nicht die Lösung für alle Fahrzeuge haben, bieten wir es auch so weiterhin noch nicht an. Es geht aber, also wir haben schon ein paar Stück gemacht und es geht. Übrigens, apropos i30N, nächsten Freitag wird diese Fliege nicht mehr hier sein. Nächsten Freitag wird ein Video online kommen bei uns auf dem Kanal, und zwar gibt es da das Behind-the-Scenes-Video von meinem Hyundai i30N Werbespot. Einschalten, nächsten Freitag. So, Max Wolf, ist ein Klappenauspuff noch erlaubt? Es gab hier mittlerweile schon einige Gesetzesänderungen. Wie trägt man einen Klappenauspuff ein beim TÜV? Ist die Sporttaste, die den Klappenauspuff steuert, die von den Autoherstellern verbaut wird, noch erlaubt oder wurde die verboten? Ja, also ganz ehrlich, ich habe letztens noch den komplett flammenneuen C63 AMG als Mopf gefahren, beziehungsweise getestet auf der Rennstrecke. Das ist ein ganz neues Modell. Und der hat auch noch einen Auspuffknopf. Aber trotzdem, ich kenne es ja auch für den RS30, ich kenne es auch für den R8. Auspuffknopf heißt nicht gleich Klappe komplett offen. Ja, das ist im Endeffekt eine EWG-Steuerung. So muss man es eigentlich fast schon sagen, weil die Klappe sich trotzdem A nicht ganz öffnet und B auch teilweise wieder schließt, meistens zwischen 40 und 50 km/h. So, Dennis, kannst du bitte das nächste Mal ein Video zum Dieselpassat mit Straight Pipe machen? Welche Baureihe war es? B5, war es ein Kombi oder eine Limousine? Kannst du mir mal einen Diesel kaufen? Kannst du dir mal einen Diesel kaufen und einiges tun? Nee, Diesel bin ich kein großer Fan. Also ich werde mir Diesel kaufen. Ja, aber nicht sowas hier. Aber ich werde mir auch einen Diesel besorgen. Wenn der C63 weggeht, wird ein Diesel kommen. Aber was ganz Interessantes. Ansonsten, der Passat war ein B6, glaube ich. Weiß gar nicht mehr, ist zu lange her. Es gibt doch die neuen Benzine mit Partikelfiltern. Tut das dem Sound was? Wird es Sport-Otto-Partikelfilter geben? Brauchen für einen guten Sound? Also dem Sound tut das auf jeden Fall was. Die Autos klingen anders. Das kann ich am besten vergleichen beim C63 AMG. Und ob es Sport-Otto-Partikelfilter geben wird, das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht beantworten. Teleo, du sagtest mal, dass du vom Sportauspuffhersteller Friedrich Motorsport nichts hältst. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dazu nie was gesagt. Warum ist das so? Warum ist dann Sydney von der Firma Sydney Industries so begeistert von dieser Firma, verkauft lauter Tuningteile von denen? Also ich habe nie gesagt, dass ich davon nichts halte, bin ich ganz ehrlich. Habe ich das mal gesagt? Bang? Nee. Also ich glaube, im letzten Video wurde ich danach gefragt, habe gesagt, ich sage da nichts dazu. Und ja, wie gesagt, also wir vertreiben es nicht und fertig. Simon Motorsport, frag Franz, ich habe den aktuellen Audi S5 als Coupé. Was ist an Tuning möglich, ohne dass ich die Garantie verliere? Hättest du Ideen, würde mich über eine Antwort freuen. Das ist der Alex Weht. Ja, ohne dass du die Garantie verlierst, ist gar nichts möglich. Und beim S5, da durch Bosch MG1 Motorsteuerung, bei dem jetzt erstmal noch möglich nichts, leider. Hi Franz, was hältst du von dem neuen Touran Airline 2016er Baujahr und ihn weiß, 2 Liter TDI, 150 PS, 340 Newtonmeter, und was kann man bei denen noch so leistungsmäßig machen? Bitte Frage vorlesen, würde ich mich sehr freuen, mach weiter, so der Emi. Finde ich ein cooles Auto, sieht gut aus und leistungsmäßig geht da schon ein bisschen was. Da geht schon ein bisschen was. Aber schick uns am besten eine E-Mail, dann kriegst du die ganzen Daten von uns, Leistungsangaben und Preise etc. pp. Ui, so. Hi Franz, was hältst du vom E400? Der 3,5 Liter V6 Biturbo mit 333 PS müsste ja sehr viel Potenzial haben. Der W212 E350 mit dem 3,5 Liter V6 Sauger hatte ja schon 306 PS, daher die Biturbo-Aufladung bringt nur 10%. Da hat man noch eine Menge Reserven gelassen. Oder, ja, kannst du nicht sehen, was der 400er mit dem Biturbo hat schon mal viel mehr Drehmoment und untenrum schon mal viel mehr Leistung auch. Diese blöde Pflege, du. Was würde da mit der Software gehen? Was ist der Flaschenhals, Ladeluftkühlung, Turbos, Abgasführung? Also wir haben schon mehrere gemacht. Da ist bis auf 400 PS mit der Stufe 1. Und ja, das ist normale, die Begrenzung, also Downpipe, der riesen Cutter drin, Ladeluftkühler geht, kann man bei dem nicht, also was kann man nicht großartig tauschen, ist der Wasserladeluft gekühlt. Ansonsten, ja, Turbolader, die Turbolader gehen so bis gut 450 PS.
So, wie steht es um das Getriebe? Wenn es baugleich mit der 9G Tronic des Diesels ist, sollten locker 97 Newtonmeter mehr geben. Ich freue mich auf eine Antwort. Hoffentlich kreiere ich hier keinen Hype, sonst werden die Teile unbezahlbar. Nee, ich denke nicht. Vom Drehmoment her weiß ich gar nicht mehr genau. Ich kann ja nicht alles auswendig wissen. Müsste ich mal in unseren Leistungsprüfstand reinschauen. Erinnert der Bang mich dran? Schaue ich mal, antworte ich nächstes Mal drauf, okay? Was hältst du davon, dass viele Tuner sagen, dass der gleiche Motor in verschiedenen Fahrzeugen verbaut ist? Beispiel 525D 3 Liter und 530D bzw. 535D. Es gibt ja das Gerücht, dass die Motorinnereien in den Fahrzeugen mit mehr PS Stärke sind. Auch du meintest ja mal, dass im C360 und E360 Unterschiede sind. Was sagst du dazu? Kommt auf den Motor an. Manche Motoren sind von der Basis her baugleich und haben verschiedene Sachen, die ein bisschen anders sind. Manche Motoren sind exakt baugleich. Ja? Das hängt aber wirklich vom Auto ab. Franz, Servus. Was sagst du zu dem Single-Turbo-Umbau beim N54? In den Staaten fahren die Leute mit unverändertem Motor weit über 500 PS. Ist das wirklich standhaft und ist so ein Umbau auch in Deutschland möglich oder würde das der TÜV nicht zulassen? Ich denke, der TÜV würde das nicht zulassen. Ich finde den Umbau gut. Der N54-Motor rein, 6-Zylinder, original mit Biturbo-Aufladung, erinnert mich so ein kleines bisschen an den 2JZ. Oder 2JZ, so klingt er auch. Und ich finde den Single-Turbo-Umbau gut. Über 500 PS, also 550 PS sollten mit Serieninnereien gar kein Problem sein. Ja? Thomas Limmer, gute Frage. Sollte man bei gechippten Dieselfahrzeugen hochwertigeres Diesel, also mit höherer Cetanzahl tanken? Auf jeden Fall, sollte man aber sowieso. Einem Motor tut immer der beste Sprit am besten. So. Hallo, Johannes Bischof. Hallo, es gibt ja von einigen Herstellern Haldex-Controller, mit denen man die Kraftverteilung von zum Beispiel einem Golf R selbst steuern kann und sogar komplett auf Front-Wheel-Drive umstellen kann. Wieso bietet niemand so etwas für zum Beispiel den R8 an? Hat ja auch Haldex 5, nur halt auf RWD basierend. Prinzipiell müsste das doch bei allen Haldex-ähnlichen Antrieben wie zum Beispiel X-Drive funktionieren. Oder freuen sich sicher einige, wenn sie das F90 M5 Feature freischalten können. Lieben Gruß aus Österreich. Gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Kann ich dir wirklich nicht beantworten. Donald Trump. Do you like Melania? Yes, I do. What do you think about the Dieselfahrverbot in Germany? God bless America. Also ich, ganz ehrlich, ich äußere mich da nicht zu. Ich äußere mich generell nicht auf politische Fragen. Meine Meinung könnt ihr euch denken, aber ich werde mich dazu nicht äußern. Und bang, wir sind fertig. Das war's. Frag Franz, wir sind durch. So, ich hoffe, ihr habt heute Abend eine coole Halloween-Party. Was macht ihr so? Geht ihr aus? Geht ihr feiern oder werdet ihr euch? Das habe ich in meiner Insta-Story gerade schon gefragt. Insta-Story übrigens, Franz_Simon_Drift folgen. Geht ihr feiern oder werdet ihr euch Horrorfilme reinhauen? Ich werde wahrscheinlich erstmal arbeiten und dann schauen wir mal weiter. Das war's von mir. Frag Franz wieder das nächste Mal, nächsten Mittwoch. Und dann würde ich sagen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.